Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche euch einen wundervollen ersten Advent an diesem schönen Sonntag. Wir starten heute mit FreeCAD 019. Auf Hilfe können wir uns die Version anzeigen lassen. Das ist die 24291 vom Git. So, und wir schauen uns heute an die Image Workbench. Die Image Workbench, Image zu Deutsch Bild Workbench, ist eine Workbench, um Bilder in FreeCAD zu importieren. Das heißt, da wechseln wir einfach mal hier oben auf dem Workbench-Selektor hin, zwischen Arbeitsbereich wechseln in die Image Workbench. Hier oben haben wir sie. Und wie wir sehen, haben wir in der Image Workbench eigentlich nur 3 Befehle. Das ist schön, die können wir dann nämlich heute alle schön anschauen. Aktuell ist ein Befehl bunt, die anderen beiden sind noch ausgegraut, was damit zu tun hat, dass wir noch keine neue FreeCAD-Datei angelegt haben. Das heißt, über Datei und Neu können wir eine neue FreeCAD-Datei anlegen. Jetzt sind auch die anderen beiden Schaltflächen aktiv. Unsere Datei nennt sich noch unbekannt. Schauen wir mal, was der erste Befehl macht, die Bildansicht. Über die Bildansicht können wir beispielsweise vom Desktop verschiedene Grafikformate einladen. Hier unten wird auch spezifiziert, welche das sind. Das sind die ganz normalen Bitmap, JPEG, PNG, TIFF, was man so kennt als Bildformat, und da können wir jetzt mal irgendein Bild aufmachen. Ist jetzt wurscht, ich mache jetzt mal dieses hier Bild auf. Das ist aus einer anderen CAD-Software, aus der Software Solvespace, als ich mal dort was konstruiert habe und einfach einen Screenshot gemacht habe. Wir haben jetzt hier 2 Möglichkeiten. Einmal das Bild anzupassen, damit es sich genau hier in diese Bildansicht hier einpasst. Dann haben wir die Möglichkeit, hier auf 1:1 zu klicken. Dann kriegen wir das so angezeigt von den Pixeln der Grafik, wie groß die halt in real ist. Können dann mit der mittleren Maustaste hier die Grafik verschieben, von links nach rechts, oben und unten, und können auch mit dem Mausrad dann rein und raus zoomen. Dann haben wir natürlich nicht mehr 1:1, können wir dann wieder einstellen. So, im Prinzip ist das ein ganz einfacher Bildbetrachter, der in FreeCAD drin ist. Dort kann man sich dann innerhalb von FreeCAD seine Grafik anschauen. So, schließe ich das Ganze mal. Und es gibt ja, wie ihr hier oben seht, noch 2 weitere Befehle. Dann testen wir mal den mittleren. Erstelle ein planares Bild im 3D-Raum. Dazu nehme ich mir jetzt beispielsweise mal hier die Datei plan01, die ich bei mir auf dem Rechner habe. Und jetzt möchte FreeCAD wissen, auf welcher Ebene soll jetzt diese Grafik dargestellt werden. Ihr wisst es ja, im 3D-Raum haben wir 3 Grundebenen, die durch die 3 Achsen X, Y und Z gebildet werden. Ich sage jetzt einfach mal die XY-Ebene, also die Ansicht von oben, die Top-Ansicht. Das hier schalte ich nicht ein und auch keinen Versatz rein, klicke auf OK und habe jetzt die Grafik hier schön eingeladen. Jetzt kann ich, damit ich das nicht so isometrisch sehe, hier oben auf den Würfel auf die Top-Ansicht klicken. Ich könnte auch alternativ dazu hier oben im Menü die Oberansicht wählen. So, dann schaue ich genauso drauf. Kann man jetzt da so ein bisschen ranzoomen und sehe, aha, da hat der Florian eine technische Zeichnung erstellt von einem Bauteil, genau genommen von einer Frame, also einem Rahmen, der unter einem Inline-Skate befestigt wird, der die Rollen und Kugellager aufnimmt, damit sich der Inline-Skate auch dreht. Das ist einfach so ein kleines Hobbyprojekt von mir, mal so prototypisch ein paar Inline-Skate-Teile zu designen. Und warum sollte man uns das jetzt überhaupt ins 3D einladen, fragt ihr euch jetzt. Nun, wir können jetzt solche Pläne auch einwandfrei in FreeCAD nachkonstruieren. Das geht dann zwar nicht hier in der Image Workbench, die ist wirklich nur dafür da, dass wir die Bilder einladen. So, nun müsst ihr wissen, in der Image Workbench haben wir noch hier den dritten Befehl, eine Bildebene skalieren durch den Abstand zweier Punkte zu definieren. Ist bei so einer technischen Zeichnung oder wenn es eine Handskizze wäre, die auch schon Maße dran hat, natürlich ganz hübsch, wenn wir wirklich die Abmessungen hier kennen. Das heißt, wir wissen, dass von dieser Ecke hier bis zu dieser oberen Ecke der Plan in 259 mm sein soll. Ob das Bild so skaliert hat, wissen wir nicht, deswegen legen wir das doch einfach fest. So, wir wählen die Image Plane mal aus, dann gehen wir auf Skalieren, wählen den ersten Punkt aus, das ist also hier oben die Kante, dann wird so eine rote Linie hier aufgespannt, den klicken wir hier oben auch nochmal auf diesen Punkt und geben jetzt den Abstand ein, 259 mm, das lesen wir ja auf der Zeichnung hier heraus, wählen die Bildebene aus, klicken auf OK und jetzt ist das Teil korrekt skaliert. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir, dass es jetzt hier entsprechend
angepasst wurde. Der Image Scale, also der Maßstab, ist jetzt auf 57% reduziert worden, damit wir hier schön maßstäblich zeichnen können. Nun gehen wir in zum Beispiel die Sketcher Workbench, legen uns in der Sketcher Workbench eine neue Skizze an, auch auf die XY-Ebene. Und wenn wir jetzt ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir, dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn dieser Frame auch passend hier zu unserer X- und Y-Achse liegen würde. Das heißt, wir klicken hier mal auf Modell, wo wir dann die Image Plane auch vorliegen haben, können Placement, also die Platzierung hier anklicken, genau genommen die Position, und schieben jetzt einfach mal in X-Richtung das Teil ein bisschen rüber, sodass wir hier hinkommen, wo hier auch die Y-Achse ist. So, jetzt sind wir fast drauf. Man kann das natürlich jetzt hier mit Zehntelschritten oder Hundertstelschritten noch exakter machen, aber das reicht jetzt für diese Demonstration. Und dann schieben wir den Frame auch hier ein Stückchen nach oben, dass wir hier auf der X-Achse liegen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt könnten wir hier im Sketcher loslegen und diese Kontur von diesem Frame maßstäblich nachzeichnen. Also hier zum Beispiel mit dem Linienzug können wir jetzt hier einfach mal loslegen, hier dieses Teil zu zeichnen. Erstmal grob. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier wissen wir zum Beispiel, dass wir hier 42 mm im Vertikalabstand sind. Das da Maß hatten wir uns ja vorhin aus der Skizze geholt, 259. Und dann vielleicht noch eine symmetrische Einschränkung von diesem Punkt zu dieser Achse. Und dann können wir zum Beispiel hier diese beiden Seiten noch gleichsetzen. Und dann geben wir vielleicht auch mal hier unten noch eine Länge für vor. 295. Und jetzt haben wir schon mal den Grundkörper gezeichnet. Wenn euch jetzt die Bildebene hier stört, könnt ihr die hier auch auswählen und ausschalten. So, wenn wir die Skizze jetzt hier verlassen, dann können wir, glaube ich, auch hier unter der Image Plane können wir die Darstellung, können wir Transparenz erhöhen, sodass wir es immer noch irgendwo sehen im Hintergrund, aber trotzdem hier sauber arbeiten können. Eine wundervolle Möglichkeit, um beispielsweise alte Pläne zu digitalisieren oder sonstiges. Ihr könnt natürlich auch Grafiken, Fotos oder was auch immer reinladen, wenn ihr das nachkonstruieren möchtet. Viel Erfolg wünscht euch Florian. Habt einen schönen ersten Advent. Wenn es Fragen, Anregungen dazu gibt oder was auch immer, bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am nächsten Advent wieder. Seid gespannt, was ich dann für euch vorbereitet habe. Ciao!